Ja, wir sind ganz falsch gekommen. Aysa, Dacar Dvartnos. Ich versuche niemals in der Musik exotisch zu sein. Also das wäre für mich eine Beleidigung. Aber wenn man genau guckt, wie es komponiert ist, also welche Fragen da gestellt wurden, es sind die gleichen Fragen wie bei Beethoven oder bei Schubert. Da lerne ich Fragen zu stellen und ich stelle diese gleichen Fragen bei mir und natürlich beantworte ich ganz anders, weil die Sprache ist anders. Ich bin immer in solchen Dialogen in meinem Kopf. Ich habe jetzt Beethoven getroffen, er hat keine Ahnung von Weiterentwicklung, wie ich konzeptionell formuliere, dass er versteht, was ich gemacht habe. Das ist mein Zugang zur Tradition. Nicht, dass ich mich so wichtig fühle, nein, nur, dass es so eine geistige Übung ist für mich. Musikalisch ist für mich wichtig, dass Lagerungen entstehen. Es gibt keine Vektorbewegung in meiner Musik. Es sind Schichten auf Schichten und so weiter. Also genauso wie diese Berge hier, man sieht das. Und natürlich, die Musik kann nicht Berge sein. Es ist dynamisch, es bewegt sich. Ich habe solche Träume, wo ich falle aber ich gehe nach oben oder ich denke tatsächlich sehr rational, wo ist links, wo ist rechts. Und ich kann das nicht feststellen in meinem Traum und ich glaube, das korreliert irgendwie auch mit meiner Musik. Besonders auch in Instrumentation. Es sind sehr viele Unisonos, die in einem Moment woanders sind. Also ein Instrument oder zwei in bestimmten Ort spielen diese und wo jemand spielt mit und in die halbe von die Phrase spielt jemand anders und es entsteht die ganze Zeit dieses Schwimmen. Ich freue mich, wenn ich sehe viel Klang für dieses Instrument, weil man kann das machen. Kann man machen, ja. Es ist sehr vokal und irgendwie sehr fein, ja. Aber danke für das Stück, Danke weil auch. das war viel Arbeit und es ist immer gut für uns. Ja. Danke auch. Also ich lerne mit jedem Stück, dass es nicht so utopisch ist. Also es ist auch das Selbstkritik dabei. Aber ja, ich schreibe da auch sehr gerne etwas risikovoller als reduziert. Und ich warte immer, dass die Musiker kommen und sagen, das geht nicht. Und dann freue ich mich jetzt sehr, dass dann weiß, dass die Stimme genau geguckt haben, geübt haben. Und ich habe immer Varianten. Ich muss irgendwo hier unterbrechen. Ja. Du hast gesagt Piccolo-Trompete, ja? Nee. Ich habe gesagt, du bist hier mit Piccolo zusammen und andere Instrumente. Okay. Also nicht. Hier, Ja, hier ist Piccolo-Trompete, Register. Ja? okay. Nur diese Extremregister. Ja? Ja, echt super. Also, du sollst mir sagen, ich wechsle das in der Partitur auch, weil es eine sehr gute Idee. Ja. Weil sonst trifft man das trifft man. Ja, sehr groß.
Ich wollte das mehr haben, aber es ist nicht so leise bei Piccolo-Trompete und es ist genug laut. Genauso laut. Okay, Genauso. super. Danke. Ich hätte gerne ständig Kontakt zur Musik, dass ich jeden Tag was proben konnte und in Musik auch klanglich, nicht nur in meiner Vorstellung, sondern ganz physisch Klänge spüren konnte und zwar täglich. Das wäre mein ideales Leben. Ja.